Die Insel Madeira liegt gut 700 Kilometer westlich der Küste von Marokko im Atlantik. Das ganze Jahr kann man hier wandern. Das Klima ist ausgeglichen und mild. Mit Levadas werden Plantagen und Gärten bewässert. Die 4 Kilometer lange Korbschlittenfahrt von Monte nach Funchal ist eine beliebte Touristenattraktion. An den Küsten gibt es ruhige Buchten und an der 15 Flugminuten entfernten Nachbarinsel Porto Santo einen 9 Kilometer langen Sandstrand. Der Flughafen Madeira liegt wie ein Flugzeugträger an der Küste. Die fast 3000 Meter lange Landebahn befindet sich zum Teil auf einem aufwendigen Stützbauwerk. Die Pfeiler sind 3 Meter dick und bis zu 120 Meter lang, davon die Hälfte oberirdisch. In Madeira können auch Boeing 747 landen, doch überwiegend nutzen die Airlines Single-Aisle-Flugzeuge. Auch die Condor hat Madeira im Streckennetz und fliegt das ganze Jahr über hierher. Damit zu unserem Flug nach Madeira. Der Airbus A321 ist an diesem Tag bereits mit einer anderen Crew von Stuttgart nach Palma de Mallorca und zurückgeflogen. Die neue Crew, 2 Piloten und 5 Flugbegleiter treffen an der Maschine ein. Das Catering hat bereits begonnen, ebenso die Reinigung und das Auffüllen mit Frischwasser. Das Gepäck von 187 Fluggästen wird beladen. Auch getankt wird schon. Für die Flugstrecke wurde ein Spritbedarf von 11.495 Kilogramm berechnet. Pro Fluggast sind das grob gerechnet 75 Liter. Kapitän auf diesem Flug ist Bernd Krome. Der 46-Jährige hat das Cockpit verlassen, um den Outside-Check durchzuführen. Vor allem auf Fahrwerk, Leitwerk und die Triebwerke wirft der Kapitän prüfende Blicke. Gibt es sichtbare Beschädigungen? Alles okay. Condor 3 Lima Kilo, confirm ready for your quick departure? Yes, sir. Condor 3 Lima Kilo. Condor 3 Lima Kilo, line up, be prepared for quick departure. Der Airbus startet heute in Richtung Osten auf der Startbahn 07. Co-Pilot ist Daniel Hegele. Er wird als Pilot Flying den Start durchführen. Beim Aufrollen auf die Bahn gehen die beiden Piloten den letzten Teil der Take-Off-Checkliste durch. Take it from me. 07 packs. Off. Before takeoff check is complete. Heute ist wie so oft viel Betrieb am Stuttgarter Flughafen. Die Piloten wurden vom Fluglotsen um eine Quick Departure gebeten. Kapitän Krome gibt frühzeitig Schub, um keine Zeit zu verlieren. Condor 3 Lima Kilo, inbound 3 miles out, wind 060 degrees 6 knots, runway 07, good, take off, ready? Condor 3 Lima Kilo, good, take off 07 rolling. Cruise control, 5 control, take off. Night flags, SAS, runway, checked. Mit 30.000 PS beschleunigt der Airbus A321 bis zur Abhebegeschwindigkeit, die bei den heutigen Bedingungen mit 290 Stundenkilometer errechnet wurde. Die Piloten folgen nach dem Start einer vorgeschriebenen Route. Das Flugzeug nimmt eine 180 Grad Rechtskurve, dann geht es noch einmal am Stuttgarter Flughafen vorbei. Der weitere Flugweg verläuft dann fast direkt nach Madeira. Die Flugstrecke beträgt insgesamt knapp 3000 Kilometer. Die errechnete Flugzeit ziemlich genau 4 Stunden. Im stabilen Reiseflug zeigt der Höhenmesser 35.000 Fuß, rund 10.700 Meter.
Im Navigationsdisplay ist schon der Wegepunkt Abuzu als Ziel eingestellt, der nur noch rund 10 Seemeilen vor Madeira liegt. Mit blauen Wellensymbolen wird der Atlantik dargestellt und links ein Funkfeuer des Lissabonner Flughafens. Der Blick aus dem Cockpitfenster bestätigt die Anzeige des Navigationsdisplays. Lissabon liegt an der Mündung des Flusses Tajo in den Atlantik. Alles ist gut zu erkennen. Die Navigation ist hier relativ einfach. Umso anspruchsvoller wird die Landung in Madeira sein. Ja, das Besondere am Anflug auf Funchal sind die drehenden Winde im Anflug. Die Landebahn, die liegt an der Küste ins Meer gebaut. Und im Kurzanflug, im Endanflug, das sind 2 Täler und diese wirken sich stark auf die Winde aus. Das heißt, man hat im Endanflug auch nochmal drehende Winde. Man hat die Schwelle relativ direkt, weil die Bahn auf Stelzen ins Wasser gebaut ist. Und daher ist der Anflug in Funchal so, dass die Behörden vorschreiben, dort eine Einweisung zu bekommen, Simulatortraining vor dem ersten Flug nach Madeira und auch ein regelmäßiger Nachweis erbracht werden muss, dass man regelmäßig den Flughafen von Funchal anfliegt. Auf dieser Karte wird die Route für den Endanflug in der Landerichtung 05 beschrieben, also in Himmelsrichtung 50 Grad. Nach dem Funkfeuer Funchal geht der Kurs mit 211 Grad am Flughafen vorbei. Die Flughöhe ist mit empfohlenen 1140 Fuß, rund 350 Meter gering, um unter die oft vorhandene Wolkenschicht zu kommen und den Endanflug nach Sicht durchführen zu können. In 6 Meilen Entfernung vom Funkfeuer wird die Rechtskurve eingeleitet. Die Wegepunkte Gelo und Rosario sollen in 850 Fuß bzw. 460 Fuß Höhe überflogen werden. Dieser Anflug ist ein Visual Approach, weil kein Instrumentenlandesystem zur Verfügung steht. Auch deswegen ist Funchal Airport bei den Piloten so beliebt. Ja, ich fliege unheimlich gerne nach Madeira, weil man sehr viel manuell fliegt, weil das ein Flug nach Sicht ist und man kann nebenbei noch die tolle Aussicht genießen, da wenn man über die Bucht fliegt und dann eindreht auf den Flughafen. Das ist auch immer so eine kleine Herausforderung mit den Winden und dafür für uns auch immer sehr spannend. Tatsächlich liegt heute eine niedrige, dünne Wolkendecke vor Madeira. In nur noch gut 1000 Meter Höhe taucht das Flugzeug in den weißen Schleier ein. Unter der Wolkendecke ist die Sicht wieder gut. In tiefer Flughöhe geht es am Funchal Airport vorbei. Alles läuft planmäßig. Auch der Wind befindet sich in den erlaubten Limits. Ja, aber sieht alles ganz stabil aus, oder? Sehr gut. Auch jetzt vom Wind. Ja. Der passt wirklich genau zum Bodenwind. Genau. Die Piloten sind voll auf die Landung konzentriert, haben sie vor wenigen Minuten nochmal in einem Briefing durchgespielt. Gleich beginnt die interessanteste Anflugphase. Ohne Instrumentenlandesystem und im Sichtflug steuert der Kapitän das Flugzeug manuell zur Landebahn. Manual Thrust. Viel Spaß. Manual Flight, danke. Speed managed. Gear down. Gear down. Bei stärkeren Winden kann der Anflug etwas schaukelig werden. Auch heute erweist sich die Situation anspruchsvoller als gedacht. Mit aktiven Steuerbewegungen muss Kapitän Bernd Krome die Böen ausgleichen. Kurz vor dem Touchdown frischt der Wind etwas auf, sodass der Aufsetzpunkt leicht nach hinten verschoben wird. Für das direkte Abrollen auf dem Rollweg, ohne etwa am Ende der Bahn umdrehen zu müssen, reicht es trotzdem ohne Probleme. Condor 3 Lima Kilo to the apron, Bravo and Alpha 7. Condor 3 Lima Kilo to the apron, stand 7. Insgesamt 6 Flugzeuge der Condor kommen heute von unterschiedlichen deutschen Städten nach Madeira. Viele Fluggäste wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie hier einen der interessantesten Flughäfen erleben können, den die zivile Luftfahrt zurzeit zu bieten hat. Über diesen Flug von Stuttgart nach Funchal gibt es einen Cockpitfilm auf DVD und Blu-ray. Nützliche Links und Informationen in den Anmerkungen zu diesem YouTube-Video.